Ja, wir sind heute 3 Stunden früher angekommen als eigentlich geplant. Also es ist jetzt 11 Uhr, wir sollten um 2 ankommen. Straffe Zeit, straffe Zeit. Hatten wohl die ganze Zeit Rückenwind. Jetzt bin ich also in Cherbourg in Frankreich, zurück auf dem Festland. Ich bin ja wieder so froh, es gibt wieder vernünftige Radwege. Ich hoffe, das zieht sich jetzt durch Frankreich durch, weil hier in der Stadt, in Cherbourg, kein Problem, alles super, Top-Wege. Habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Jetzt erstmal Schlafplatz suchen. Schön mit der Sonne noch im Gesicht. Ich hoffe, ich kann ein bisschen weiter an den Strand irgendwie gelangen, um halt da irgendwie zu pennen. Sonst nehme ich halt einfach irgendwie ein Feld. Die sehen alle gut aus hier. Mal schauen, wie gastfreundlich die Franzosen sind. Ich werde hier auf dem Feld mein Nachtlager aufschlagen und dort hinten sind Häuser. Man kann mich also sehen, aber da es jetzt schon langsam dunkel wird, beziehungsweise es nicht mehr lange dauert, bis es dunkel ist, mache ich das halt hier. Hey, guten Morgen zusammen. Also, erste Nacht in Frankreich. Ich habe super geschlafen. Ich wurde eben noch von den Anwohnern auf einen Kaffee eingeladen, durfte noch auf Klo gehen. Jetzt kann der Tag starten. Ich fahre jetzt zum Supermarkt, hole mir was zum Frühstücken und werde dann die Küste abfahren. Christoph hat mir gerade noch mal ein paar Orte gezeigt, die ich mir angucken soll. Unter anderem ein Leuchtturm, der kleinste Hafen in Frankreich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann mal gucken. Ja, ich bin gerade am Supermarkt. Habe mir vorhin was zu essen geholt, warte jetzt bis der Regen vorbei ist und es kam gerade eine Frau vorbei und hat mich einfach zum Essen eingeladen. Wir sind wohl eine 11-köpfige Familie und ja, ich warte bis der Regen vorbei ist, werde dann nochmal 5 Kilometer nördlich fahren, mir 2 Sachen angucken und werde dann, glaube ich, zu denen fahren und mir dann halt was leckeres zu essen holen. Bonjour! Cool. Ist gerade ein Mann ausgestiegen direkt vor mir. Und hat nichts gesagt, einfach nur Daumen hoch und gegrinst. Ich liebe diese Leute. Wie es auf Reisen so ist, kam es dann aber anders. Anstatt zu der Familie zu fahren, habe ich eine tolle Bekanntschaft machen dürfen. Ich habe Paola noch am Supermarkt getroffen und sie hat mir dann die nächsten beiden Tage die Umgebung gezeigt. Und wir sind viel rumgelaufen, haben einige Gespräche geführt. Und ich habe mich in den Tagen eher auf den Moment konzentriert, anstatt viele Videos aufzunehmen. Ein paar Eindrücke konnte ich aber aufnehmen und die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Guten Abend zusammen.
Ich habe jetzt mein Zelt aufgeschlagen. Immer noch näher Cherbourg, weil ich heute den Tag mit Paola verbracht habe. Ja, einfach den Tag genossen habe. Und jetzt bin ich hier näher in der Autobahn, aber ja, da könnt ihr es sehen. Aber stört mich gar nicht. Ich schlafe wie ein Stein. Und ich hoffe, morgen früh wird die Aussicht schön. Von daher, wir werden sehen. Sieht aber schon wieder alles nach Regen aus. Soll eigentlich nicht regnen, aber wir wissen ja alle, im Wetterbericht kann man nicht vertrauen. Gute Nacht. Morgen zusammen. Ich habe heute Geburtstag. Fühlt sich irgendwie komisch an. Ich sitze gerade im Auto und sie ist arbeiten und ich warte, bis der Regen aufhört, weil es hier in der Normandie gerade richtig schüttet. Total nebelig. Ich kann es gerade mal 15, 20 Meter weit sehen. Wenn ich jetzt die kurvigen Straßen hier mit dem Fahrrad durch die Gegend gucke, ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber es soll in den nächsten 2 Stunden irgendwie besser werden. Ich sitze das einfach aus, esse ein paar Croissants und beantworte Nachrichten. Sehr spaßig. Ich werde auch dann morgen wahrscheinlich das nächste Video schneiden und hochladen. Mal gucken, was ich heute noch mache. Vielleicht irgendwie ein schönes Restaurant finden, mich allein dahin setzen, was Leckeres essen, ein Bierchen trinken und einfach den Abend genießen. Mein Geburtstag hat Paola zu einem besonderen Moment gemacht. Nach ihrer Schicht hat sie sich ins Auto gesetzt und ist mir hinterhergefahren. Und wir haben uns in ein Restaurant gesucht. Ich habe meine ersten Austern gegessen. Und im Anschluss haben wir uns an einen Strand gesetzt, einen unglaublichen Sternenhimmel genossen. Und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar für die gemeinsamen Tage und die Stunden, die ich mit Paola verbringen durfte. Die Zeit werde ich nicht vergessen. Merci. So ein geiles Wetter. Bin zwar hundemüde, aber trotzdem am Genießen. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, einen wunderschönen Sonnenuntergang, den ich gleich beim Kochen genießen werde. Jetzt bin ich heute weitergefahren, bin jetzt ungefähr 60 Kilometer entfernt
von Beaumont. Ungefähr noch 10-15 Kilometer entfernt Saint-Germain-sur-Aire. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausgesprochen habe. Das ist eine Stadt in der Normandie. Und ja, da werde ich morgen durchfahren und meinen Weg dann weiter Richtung Süden machen. Das nächste größere Ziel ist die kleine Insel Mont Saint-Michel. Da freue ich mich mega drauf. Die sieht auf allen Bildern wunderschön aus. Und ich hoffe, dass ich da ein paar tolle Videos machen kann und euch das dann zeigen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und bis morgen. Durch die kleine Überflutung vor ein paar Tagen hat leider ein GoPro-Akku was abbekommen. Der ist aufgebläht und das war leider genau der Akku, der auch in der Drohne steckt. Alles korrodiert. Die Drohne hat auch ein bisschen was abbekommen. Da sind die Stromstecker auch ein bisschen korrodiert. Ich werde sie ja so oder so einschicken, aber das macht es natürlich alles nicht besser. Da müssen ja immer mehr Dinge gemacht werden. Ich glaube, das ist ein finanzieller Totalschaden. Heißt, die wird nicht mehr repariert und ich muss wahrscheinlich eine neue kaufen. Ja, guten Morgen zusammen. Ich packe gerade meine Sachen zusammen und mache mich gleich auf den Weg Richtung Mont Saint-Michel.